Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute musste ich eine sehr schwere Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, mache ich ein April Fools, ein April-Scherz-Video oder nicht. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache es dieses Jahr mal nicht. Ich habe es eigentlich fast jedes Jahr gemacht, das ist schon fast eine Tradition. Das ist vielen Leuten vielleicht gar nicht so bekannt, weil es halt literally nur ein Video im Jahr ist und ich lade so viele Videos hoch, das geht auch leicht mal unter. Aber ja, tatsächlich mache ich eigentlich jedes Jahr irgendwie so eine Kleinigkeit, was aber eigentlich auch relativ offensichtlich immer ist, dass es ein April-Scherz ist. Und ich weiß, viele Leute hassen April-Scherze, aber ich meine ganz ehrlich, wenn man April-Scherze hasst, dann sollte man vielleicht am 1. April auch einfach nicht ins Internet gehen, weil es ist halt einfach so, ich meine, du kannst nicht erwarten, dass du, weil du April-Scherze hast, keiner einen April-Scherz macht. Also so funktioniert das Leben einfach nicht. Aber egal. Ich habe mich dafür entschieden, keinen zu machen und heute geht es aber trotzdem um ein Thema, was sich fast anhört wie ein April-Scherz, ist aber wirklich keiner, das müsst ihr mir glauben. Und zwar geht es darum, dass in letzter Zeit sehr oft die gleichen Fragen gestellt werden im Stream oder auch in den Kommentaren von Videos. Und mit die häufigsten Fragen, oder ich meine, die häufigste Nachfrage ist immer irgendwas mit FEC, ist eh klar, wir rücken immer näher. Theoretisch nächsten Monat geht es ja auch schon los. Hoffentlich, wahrscheinlich, vermutlich, whatever. Und da ist halt die Frage jetzt am häufigsten gekommen, was werde ich tun? Werden es wieder 8 Chars oder eben nicht? Und unabhängig davon, welche Klasse wird es? Und das ist eine sehr gute Frage und ich möchte mich heute nicht zu 100% festlegen, aber ich will es euch zumindest mal grob sagen, was mein Plan ist. Oder halt auch wirklich sagen, also die Entscheidung liegt zwischen 2 Klassen. Und, das kann ich auch schon mal sagen, es wird definitiv etwas, was ich bisher noch nicht wirklich gespielt habe. Zumindest nicht als Main Character. Und ich kann da jetzt gar nicht mal ein bisschen in die Geschichte eintauchen, weil es wahrscheinlich auch nicht alle Leute wissen, weil ich das jetzt schon sehr lange mache mit YouTube-Videos und Streams und so. Und die Charakter, die ich bisher gespielt habe, also die Klassen, die ich bisher gespielt habe, waren vor allem Ranger und Elementor. Die beiden mit Abstand am meisten. Ranger vor allem in Flive PC und zu Beginn von Flive Universe noch für ein paar Monate. Und zum Ende von Flive PC oder zum Ende vom, oder was heißt zum Ende? Ja, egal, auf jeden Fall vor gar nicht allzu langer Zeit, so vor 5, 6 Jahren, habe ich in Flive PC meinen ersten Arcanist gemacht. Das ist die 3. Klasse von Elementor quasi. Und habe das knapp ein Jahr lang sehr gespielt, habe das mega enjoyed und jetzt natürlich die letzten 2 Jahre in Flive Universe basically nur noch Elementor gespielt. Also kann man sagen, eigentlich Elementor und Ranger so wirklich fast 50-50. Beide mal sehr lange, sehr intensiv fast only gespielt. Und früher habe ich aber auch noch Nightfee gespielt. Und was ich schon immer dabei hatte und auch mal für ein Jahr gemaint habe, war Blade. Also der letzte Charakter, den ich auf Flive PC gemacht habe und intensiv gespielt habe, war tatsächlich ein Blade, weil ich nach all den Jahren endlich mal einen Charakter haben wollte, der viel Damage macht. Gut, dann kam Flive Universe und hat mir den Blade quasi wieder weggenommen, so mehr oder weniger. Nein, Spaß, aber ja, so ein bisschen hat sich schon so angefühlt, aber egal. Auf jeden Fall, ja, so war es ungefähr in der Vergangenheit. Und das heißt, 4 Klassen sind vom Tisch, weil die quasi schon mal irgendwo ein Main Character waren. Und das bedeutet, wir haben noch 4 Klassen übrig. 2 weitere Klassen kann ich aber ausschließen. Moment, habe ich Knight schon gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Knight habe ich noch nicht gesagt. Also ich habe Ranger und Elementor 4 gespielt. Blade als letztes, als neuer Main. Und mein Knight war der allererste Main. Also Knight denkt sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere, hä, wann habe ich jemals einen Knight gespielt? Was labert der? Der hat doch noch nie in seinem Leben Knight gespielt. Doch, meine YouTube-Flive-Karriere quasi hat mit einem Knight begonnen. War sogar damals eine Community-Entscheidung. Damals habe ich Mercenary gemacht, einfach so. Bevor überhaupt irgendjemand ein Flive-Video von mir kommentiert hatte, war ich halt schon Mercenary. Und dann, kurz vor Level 60, habe ich halt gefragt, ja, soll ich jetzt Knight oder Blade machen? Mir ist egal, entscheidet einfach ihr. Und dann, ich meine, es waren 10 Kommentare vielleicht und davon haben halt 6 oder 7 Knight gesagt und nicht Blade und dann war es halt der Knight. Und den habe ich dann aber tatsächlich auch relativ lange gespielt, relativ intensiv gespielt. Ich meine, damals habe ich halt insgesamt nicht so viel Flive gespielt, aber es waren trotzdem so die ersten paar, keine Ahnung, 100 Videos oder so auf jeden Fall, 200 Videos vielleicht, wo ich eigentlich Only Knight gespielt habe, vom Original Flive PC Let's Play, könnt ihr euch gerne anschauen. Und hat auch noch mit Mercenary angefangen, das Let's Play. Und, ach, jetzt geht das wieder ewig nicht, weil ich im Kampf bin. Und auf jeden Fall ist das so die Geschichte quasi. Und das heißt, wenn wir die 4 Klassen vom Tisch nehmen, bleiben noch 4 übrig. Und 2 weitere, wie schon gesagt, kann ich aber auch noch ausschließen.
Und ich denke mal, wer mich halbwegs gut kennt, weiß auch, welche das sein werden. Also ich werde definitiv kein Main Ringmaster spielen, weil ich Ringmaster einfach langweilig finde. Für mich ist das einfach keine Main-Klasse. Für mich ist Ringmaster einfach der Supporter. Der macht nichts außer supporten. Und das kann man auch als Main machen oder eben als AOE Ringmaster. Will ich auch niemandem absprechen. Ich sage nur aus meiner Perspektive, ich bin einfach absolut kein Fan davon. Gibt ja genauso Leute, die Elementor haten, was absolut unverständlich ist, by the way. Aber gibt ja genauso Leute, die Elementor haten. Von dem her, ich hate halt Ringmaster als Main und bin da absolut kein Fan von. Und das ähnliche Spiel dann mit Psykeeper. Psykeeper ist das Gegenstück zum Elementor und ich würde lieber 10 oder sogar 20 Elementoren hochziehen, bevor ich mir auch noch einen einzigen Main Psykeeper mache. Bin ich ehrlich mit euch. Und ja, deswegen fallen die beiden auch vom Tisch und das heißt, 6 Klassen sind bereits ausgeschlossen, 2 Klassen sind noch übrig. Und welche sind das? Meine lieben Freunde, der Jester und der Billposter. Und das heißt, ich werde auf dem FEC-Server 2025 entweder Billposter oder Jester spielen. Und das ist kein April-Scherz. Ich schwöre, es ist kein April-Scherz. Auch wenn es sich anhört wie einer. Aber ja, das sind eigentlich die einzigen beiden Optionen, mit denen ich noch übrig bin. Wie gesagt, wenn ich kein Elementor, kein Ranger spiele und kein Blade, dann sind das die einzigen beiden, die übrig bleiben. Und kein Knight halt. Ich meine, Knight könnte man fairerweise sagen, das ist so lange her, dass ich aktiv Knight Main gespielt habe. Das ist literally über 10 Jahre her. Könnte man jetzt natürlich schon sagen, naja gut, ich meine, das hast du zwar schon mal gespielt, aber es ist so lange her. Daran erinnert sich kein Mensch. Außer die Dinosaurier vielleicht noch. Mag sein. Aber trotzdem ist es halt, wäre es halt nichts wirklich komplett Neues. Und ich meine, natürlich hatte ich auch schon Billposter, natürlich hatte ich auch schon Jester, aber seit ich YouTube und Streams mache und so, habe ich die nie wirklich intensiv gespielt. Also Jester habe ich mal bei Flive PC mir einen Farm-Char gemacht, der hieß Casanova 2. Jojo Jester, habe ich bis 110 Master gespielt oder so, habe mit dem auch ein paar Dungeons gefarmt und so weiter, aber nie so richtig intensiv, sag ich mal, und halt auch nie über Master-Level. Und in Flive PC war Master-Level ja Kindergarten. Das war ja kein hohes Level, das war ja Low-Level quasi. Und Billposter, halt wirklich ganz am Anfang hatte ich noch mal einen Billposter, den habe ich dann aber gequittet für meinen Knight. Und der letzte Chart, den ich gespielt habe, gemaint habe, bevor ich mit YouTube angefangen habe, das war tatsächlich ein Billposter. Aber das ist halt erstens, wie gesagt, nicht mehr wirklich in Videos geschehen. Und also vor den Videos war es quasi noch. Und das ist dann halt quasi schon so 13, 14 Jahre her. Also das ist schon, daran kann ich mich selbst kaum noch erinnern, weil es so lange her ist. Und ja, wie gesagt, deswegen Billposter oder Jester. Ich will mich, wie gesagt, noch nicht endgültig festlegen. Was ich aber natürlich auch schon sagen kann, also 8-Char-Taktik, wie gesagt, oder habe ich das schon gesagt? Bin mir nicht mehr sicher. Fällt damit auf jeden Fall auch weg. Ich meine, ich mache keine 8-Char-Taktik mit einem Billposter, mit einem Jester. Und ja, es werden dann höchstwahrscheinlich 2 Chars. Also Ringmaster ist eh klar, der wird wie immer am Start sein. Und der Main Character wird dann halt ein Billposter oder ein Jester. Ich kann es nicht oft genug sagen, hört sich aber noch an wie ein April-Scherz, aber es ist so. Damn, Violet, Nutty Wee gespawnt. Ja, die werden tatsächlich aktiv gefarmt, die Violets. Will ich fast gar nicht töten. Ruiniere ich hier jemanden, der im Low-Level hier ein bisschen Business machen will, noch sein Geschäft. Genau, und das war eigentlich schon so diese schwierige Entscheidung. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt müsst ihr mich nicht mehr jeden Tag fragen. Ich weiß, es wird trotzdem passieren, aber jetzt wissen zumindest einige Leute schon mal grundsätzlich Bescheid. Also ganz grob kann ich nur sagen, wir haben gar keine Infos zum FEC. Wir wissen nicht, wann er startet, wie er startet, whatever. Also es gibt viele Infos, die uns fehlen. Und ich will nicht ausschließen, dass sie irgendeine Info veröffentlichen oder sie machen einfach gar keine FEC, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Er wird safe kommen. Die, sage ich mal, noch irgendwas ändern kann. Das will ich nicht zu 100% ausschließen. Kann ich gar nicht. Ich meine, ich kann nicht in die freaking Zukunft gucken. Und ich meine, wer weiß der Kuckuck, was sie sich ausdenken, weil wenn kein neues Update zum Beispiel da ist, ich sag mal so, dann besteht die Gefahr, dass der FEC-Server zu 1:1 so startet wie letztes Jahr. Und das wäre halt irgendwie schon ein bisschen langweilig. Also ich meine, für dieses Szenario muss man auch sich irgendwie wappnen und schon mal so grob Maßnahmen sich überlegen, spiele ich dann überhaupt oder was mache ich dann, wenn das wirklich einfach 1:1 der gleiche FEC ist, bis auf Kriton halt. Ich meine, auf die 5 Level kann man auch scheißen, das ist ja nichts im Endeffekt. Und ja, muss man mal gucken.
Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Für jetzt auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Der grobe Plan steht. 2 Chars und Bildposter oder Jester. Und nein, es ist kein April-Scherz. Ich schwöre, es ist kein April-Scherz. Wenn das ein April-Scherz ist, dann giftig. Okay, never mind. Aber es ist echt keiner. So, damit hätten wir es auch schon. Kurzes Video. Über die Low-Level-Chars kommt bald auch nochmal ein Video mit Equipment-Update und so weiter. Aber darum ging es jetzt in dem Video hier nicht. Und ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall wie immer sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Jeden Tag live mit Fly. Für jeden einzelnen Tag. Habt ihr richtig gehört. Immer, always and forever. Haut rein und ciao, ciao.